mein Name ist Maria Radeva vom Tancho de Radeva. Heute möchte ich euch die Übung Battement tendu und GT an der Ballettstange erklären. Wir werden auch hier erstmal die Übung langsam durchsprechen und im Anschluss probieren wir das Ganze mit Musik. Natürlich hat nicht jeder eine Ballettstange zu Hause. Ihr könnt stattdessen einfach einen Stuhl nehmen. Ich wünsche euch ganz viel Vergnügen bei unserem nächsten Video. Beim Battement tendu versuchen wir, den Fuß mit leichtem Druck über den Boden zu wischen. Wir führen diese Bewegung dreimal nach vorn aus. Anschließend gehen wir in das schon erlernte Plié. Wir führen das Tendu dreimal zur Seite aus und gehen dann wieder in das Demi-Plié. Anschließend machen wir 3 Tendus nach hinten und versuchen an unsere Körperspannung zu denken. Und erneut gehen wir in ein Demi-Plié. Zum Schluss noch 3 Tendus zur Seite und wir beenden die Übung mit einem Demi-Plié. Wir machen dieselbe Übung nun zur linken Seite. 3 Tendus nach vorne und ein Demi-Plié. Die Tendus stärken den Einsatz des Fußes und beanspruchen alle Fuß- und Beinmuskeln. 3 Tendus zur Seite, wobei die Knie über die Zehen schauen. Und Demi-Plié. Als nächstes 3 Tendus nach hinten. Dabei ist es wichtig, dass auch das Standbein aktiv arbeitet. Demi-Plié. Zum Abschluss machen wir wieder 3 Tendus zur Seite und wir beenden unsere Battement tendu Übung mit einem Demi-Plié. Jetzt versuchen wir die Übung mit Musik. Wir beginnen unsere Übung mit einer Präparation. Beim GT gleitet der Fuß wie bei einem Battement tendu über den Boden durch die halbe Spitze und wird dann kontrolliert bis 35 Grad in die Luft geworfen und dort kurz fixiert. Dieselbe Ausführung nun zur Seite. Wir machen 3 GTs nach hinten und beim GT sollte man genau wie bei einem Tendu auf seine aktive Standbeinarbeit achten. Zum Abschluss 3 GTs zur Seite und wir wechseln wieder nach links. Wir beginnen mit einer Präparation und 3 GTs nach vorne. Wie ihr schon gemerkt habt, können die Geschwindigkeit der Ausführung und die Akzentuierung variieren. 3 GTs zur Seite. Auch hier ist das Becken über dem Hüftgelenk zentriert und gewährleistet so Stabilität und eine kontrollierte Auswärtsdehnung beider Beine. Jetzt noch 3 GTs nach hinten und wir versuchen unseren Oberkörper aufrecht zu halten. Zum Abschluss noch 3 GTs zur Seite. Jetzt versuchen wir das noch einmal mit Musik.
Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei den Übungen an der Ballettstange und konntet etwas dazulernen. Falls euch dieses Video gefallen hat, dann gebt uns doch einen Daumen nach oben und abonniert hier unten unseren Kanal.